Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bella Italia. Ihr wisst ja, das ist unser Videoblog, der euch die großen und kleinen Meisterwerke des neuen Italien-Abschnittes präsentiert. Und Italien wird nun endlich voraussichtlich September dieses Jahres eröffnet. Und wir haben zwei Themen in dieser Ausgabe. Thema Nummer 1 ist Venedig. Wir sitzen hier gerade, der Gerd und ich, mitten auf dem Marktplatz in Venedig, herrlich mit Gebirge und Bäumen drumherum. Naja, ihr könnt euch schon denken, das passt nicht so ganz ins Bild. Wir haben eine Entscheidung zu treffen und wollen eigentlich Venedig hinterher schieben. Wir denken, Venedig hat es verdient, einen eigenen, ungefähr einjährigen Bauabschnitt zu bekommen, weil es sind so viele Gebäude zu bauen, so tolle Ecken zu bauen. Das wird so ein Highlight. Wir würden es gerne hinten dran schieben und haben hier eine Ersatzecke gebaut. Und das Problem ist, die ist auch wunderschön geworden und wir müssen jetzt entscheiden, was wir tun. Die Hauptsache unserer Folge ist aber eigentlich, Südtirol ist fertig. Und Gerd sitzt neben mir, der hat das alles geplant. Und den möchte ich gerne mal fragen, wie findest du es denn? Ist es gut geworden und was sind die Highlights? Ich bin voll begeistert, das ist meine Bergwelt. Die Highlights sind gigantische Berge, ein Riesental, eine Eisenbahnbrücke, Marmorbergbau und Hochregallager. Und wir haben den Ötzi. Hier bei uns im Wunderland, ganz exklusive Meldung. Und ich würde sagen, wir schauen uns das alle mal zusammen an. Südtirol ist bekannt für seinen weißen Marmor, den Lasermarmor, der wird dort abgebaut. Man sieht da hier bei uns am Berg schon so den weißen, hellen Schimmerstreifen da oben im Gebirge. Und dort auf der Seite im Berg drin wird der Marmor gebrochen und abgebaut. Und damit man den Block irgendwo wegbekommt, haben sich die Südtiroler ausgedacht, das mit einer Seilbahn zu machen. Das heißt, genau hier an der Stelle wird der Block mit der Seilbahn von einem Berg zum nächsten transportiert. Dort auf der anderen Seite wird der Block dann umgeladen und mit einer Standseilbahn noch endgültig ins Tal gebracht. Und im Tal ist dann die Verarbeitung von dem Marmorblock. Da werden dann alle möglichen Kunstgegenstände oder Mauern oder Küchenplatten gemacht. Hier ist das Südtiroler Obstanbaugebiet. Man sieht an ganz vielen kleinen Pflänzchen, da werden Äpfel angebaut. Die werden von den Bauern geerntet und dann zur Apfelsortieranlage gebracht. Dort werden die Äpfel gewaschen, sortiert und dann in einem vollautomatischen Hochregallager einsortiert. Ja, hier haben wir natürlich auch noch ein paar so typisch heimatliche kleine Details versteckt und eingebaut. Zum Beispiel den Gorselschnolzer. Wer das nachsprechen kann, ist schon mal sehr gut. Ihr könnt das üben. Oder auch so einen typischen Fastnachtumzug auf der Seite. Oder dann das ganz typische ländliche Leben so mit den Bio-Schweinen und den Bio-Hühnern. Über diese Luke komme ich ins Hochgebirge in Südtirol. Hier sind die höchsten Berge des Südtirols, ein gigantisches Bergpanorama. Das Besondere aber ist vor allem hier so der weite Blick ins Tal, so nach ganz Vinschgau und Südtirol. Eine kleine Besonderheit haben wir hier oben am Berg. Das ist eine kleine Bergkapelle, so eine Art Berggottesdienst. Das ist so ganz typisch für Südtirol. Man wandert ganz gemächlich hoch und oben erwarten einen schon der Pfarrer und die Blaskapelle. Ja, hier stehe ich vor dem Sacro Bosco, das ist ein ganz besonderer Berg, der hat eine Bewandtnis. Im 17. Jahrhundert gab es einen Italiener, der Faszination hat für asiatische Figuren und Skulpturen. Der hat sich da einen riesen Park bauen lassen über die Jahre hinweg. Der Park wurde leider irgendwann aufgelassen und zugewuchert und erst 1950 hat man das wieder alles freigeschnitten und den haben wir im Modell nachgebildet. Wir haben die Figuren dann zum Teil in eigener Fantasie noch gestaltet, aber ein paar wesentliche Teile haben wir so original übernommen. Hier am Drachenfels steht die Burg Drachenstein. Die Ruine wurde gebaut von Felix mit vielen einzelnen kleinen Mauern, die dann wild und kunterbunt zusammengesetzt wurden und natürlich wieder zerstört wurden. Das Wichtige an so einer Ruine ist immer, dass man der Burg Aura gibt, damit das alt und gruselig aussieht. Denn die ganze Ruine wird heute noch von einem Drachen bewacht. Lange haben wir gesucht in dem finsteren Tal, wo wohl unser Ötzi wohnt. Und irgendwann haben wir es am Echo gehört, da unten muss er wohl sein. Und heute wissen wir, Ötzi war DJ, denn da unten steht er am DJ-Pult. Und in dem kleinen, engen, verwundenen Tal lebt er noch mit seiner ganzen Familie. Und wer genau sucht und hinhört, wird DJ Ötzi hören. Hier haben wir noch so ein Stück Landschaft, das Nord- mit Süditalien verbindet. Und was da natürlich rein muss, ist eine Filmstadt, nämlich eine Westernstadt. In Italien wurden sehr viele bekannte Westernfilme gedreht, unter anderem der Mundharmonikaspieler, der Bekannte, oder auch der Cowboy, der schneller zieht als ein Schatten. Wir haben hier eine Szene nachgestellt, ein Duell zweier Cowboys. Nur die Cowboys, die schießen so schlecht, dass die beiden Kameramänner umfallen.
Ihr seht also, wir haben nicht nur die tollsten Modellbauer der Welt, wir haben vor allem auch den tollsten Modellbauplaner, den es überhaupt gibt. Denn Gerd, der war von Anfang an, vom ersten Tag in der Lage, diese wunderschönen Landschaften so dreidimensional in seinem Kopf entstehen zu lassen, sie dann vor allem aber auch auf Papier zu bringen und die schwierigste Aufgabe in die Köpfe der Modellbauer, die das letztendlich dann auch so umsetzen, dass es so wunderschön aussieht. Und wenn man hier so steht, es ist wirklich wie immer traumhaft geworden. Aber eine Frage, lieber Gerd, bleibt dir nicht erspart. Wenn du dir das hier also heute anschaust, bist du zufrieden oder würdest du irgendwas ändern? Also wenn ich jetzt so nachdenke, dann würde ich mir vorstellen, dass hier die Schlucht tiefer werden muss. Dann wäre der Abstand zur Brücke viel höher. Das wäre so richtig spektakulär. Und ich würde wirklich ganz extrem bis ganz weit nach unten gehen. Wirklich bis zum Fußboden. Genau hier würde ich ankommen mit der Brücke. Das wäre mein Traum. Also er sitzt jetzt hier unten auf dem Boden, das seht ihr nicht. Also es ist schon noch so ein ganzes Stück dazu. Und dann wirklich ganz bis zum Boden da unten. Das wäre dann das Ende. Da würde der Flussverlauf sein. Aber ich bin jetzt mal weg, ne? Okay, kommst nicht wieder hoch. Das ist typisch Gerd, wenn man ihn mal lobt, ne, dann ist er weg, dann ist er wieder viel zu bescheiden, aber er hat dieses Lob wirklich verdient. Gerd, falls du mich noch hörst, du hast das gigantisch geplant und auch umgesetzt. Also, wir haben aber noch ein offenes Thema, bevor wir diese Folge beenden. Wir wollen noch mal über Venedig sprechen und da laufe ich jetzt mal rüber, schnell nach Venedig. So, nun sitze ich wieder mitten auf dem Markusplatz, der ja eigentlich kein Markusplatz ist, und da ist unser Problem und ihr sollt uns mal helfen, dabei zu entscheiden. Es gibt nämlich 3 Möglichkeiten. Wir waren uns eigentlich ziemlich sicher, dass wir Venedig hinterher schieben, weil wir wissen, wie toll es wird. Wir haben die Pläne sozusagen jetzt fertig. 200 tolle Gebäude werden das. Es wird diese Ecke hier werden, die ist wirklich groß und richtig prägnant, genau an der Anlagenkante, ein wunderschönes Venedig. Der Plan ist also eigentlich, dass wir im September jetzt Italien fertigstellen und dann ungefähr bis Sommer nächsten Jahres noch einen eigenen Bauabschnitt Venedig mit voller Kraft und wunderschöner Liebe nächstes Jahr im Sommer eröffnen. Also nochmal ein ganz tolles Highlight. Jetzt haben wir aber gesagt, dass wir eine Ersatzfläche natürlich schaffen müssen und die sollte ganz nett werden. Jetzt haben sich 2, 3 Modellbauer hier ungefähr 3 Monate hingesetzt und das, was sie gemacht haben, ist ganz nett geworden, es ist sensationell geworden. Ihr müsst euch das mal anschauen. Hier ist zum Beispiel eine Burg aus verschiedenen Lochbausätzen entstanden, die hat Felix gebaut. Da hat Bobby einen Park, den es tatsächlich in Italien gibt, der wurde im 17. Jahrhundert, glaube ich, gebaut. So. Da hat sich jemand für asiatische Monumente interessiert, hat die gebaut. Das wurde in diesen 50er Jahren, 1950 oder so, wieder freigelegt. Das hat Bobby wunderschön detailliert nachgebaut. Hier hat Felix das Ötzteil nachgebaut. Wenn man so zum Beispiel von der Seite hier reinguckt, man sieht Ötzi und so weiter, ist es wirklich ein Highlight. Könnte man eventuell wieder rausschneiden und in den Frankreich-Abschnitt später verwenden. Ich sitze jetzt hier gerade mitten auf einem See, der jetzt noch fertig moduliert wird. Der wird auch wunderschön. Hier unten sieht man einen Spielplatz, der ganz liebevoll ausgeschmückt ist. Hier ist ein italienisches Dorf mit einer Kirche in der Mitte und ganz viel Trubel auf dem Marktplatz. Das könnte man definitiv nicht wiederverwenden, weil es italienische Bauten sind. Wir stehen also vor einem Problem. Eigentlich wollten wir das jetzt hier rausschneiden, zerlegen, teilweise wiederverwerten und dann Venedig ein Jahr hinterher bauen oder bis Sommer nächstes Jahres. Die zweite Möglichkeit ist, wir bauen Venedig nicht mehr, sondern lassen das hier als ein Teil wunderschönen Italiens einfach stehen und verzichten auf Venedig. Und der Teil Nummer 3, die dritte Möglichkeit ist, wir versuchen das möglichst sauber hier rauszutrennen. Und wir bauen ja 2018 da drüben auf der anderen Seite im nächsten Speicher weiter. Wir bauen eine große Brücke übers Wasser und dann geht es ab 2018 da drüben weiter. Und da haben wir Fläche für viele Sonderausstellungen. Wir könnten also versuchen, das einigermaßen sauber hier rauszutrennen und drüben als eine Art, so hätte Venedig aussehen können, oder das war in der Geschichte mal Venedig, als Sonderausstellung da drüben präsentieren und bauen dann ganz normal wie geplant Venedig hinterher. Die Frage ist also, ist das Highlight genug, dass man es da drüben sozusagen hinstellt und sauber versucht rauszuschneiden? Also 3 Möglichkeiten. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das mal in die Kommentare schreibt, was eurer Meinung nach der Favorit ist. Das war's für heute. Die 16. Folge ist zu Ende. Wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß und habt tolle Einblicke nach Südtirol gekriegt. Und hoffentlich besucht ihr uns beim Mal wieder virtuell bei Bella Italia oder auch Gerrits Tagebuch oder auch hier live im Wunderland. Tschüss.